Heute bei den Lately News haben in Bielefeld mehrere angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke Bielefeld versucht, Menschen Strom an der Tür zu verkaufen. Anwohner riefen schnell die Polizei, nachdem die falschen Mitarbeiter nicht mehr nur dubiose Stromverträge an der Haustür verkauften, sondern auch Strom selber. Strom, den sie angeblich in Papiertüten bei sich führten. Dabei weiß doch jeder gute Bielefelder, dass man Strom nicht in Papiertüten lagern kann, sondern dass man Strom immer noch nur in ausgewaschenen Marmeladegläsern lagern kann. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wie immer mit mir, Florian Strehlitz. Und selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch diesmal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Um in der Wildnis von Spandau überleben zu können, habe ich mir schon in jungen Jahren viele Überlebensskills angeeignet. Denn es kann nie schaden zu wissen, wie man Feuer macht ohne Feuerzeug oder Streichhölzer. Einfach immer einen tragbaren Flammenwerfer mitnehmen. Oder zu wissen, welche Lebensmittel in der Wildnis essbar und welche giftig sind. Dafür muss man einfach immer sorgfältig die Inhaltsstoffe der Chipstüten lesen, die wild an den Büschen wachsen. Und um nicht zu erfrieren, lohnt es sich immer eine Axt bei sich zu haben und einen IKEA-Katalog, mit dem man dann sich ein paar Billigregale bestellt, um die dann mit der Axt klein zu hauen und als Feuerholz zu benutzen. Und vermutlich hat etwas Ähnliches auch ein Mann in Berlin-Hermsdorf im Sinn, als er von einem Laster nicht weniger als 200 Motorsägen stahl. Haben wir ein Fahndungsbild von dem Dieb? Da wundert es mich jedoch, dass es nur 200 Motorsägen waren. Währenddessen in Augsburg. Statistisch gesehen wird in den Vereinigten Staaten alle 20 Minuten jemand erschossen. Und zudem tötet sich alle 30 Minuten jemand selber mit einer Waffe in den USA. Leider dank der Corona-Krise seit 2020 nehmen diese Zahlen sogar noch stärker zu. Das heißt wiederum, dass mehr Menschen durch Waffen in den USA im Jahr sterben, als US-Soldaten im gesamten Krieg in Afghanistan in 20 Jahren durch feindlichen Beschuss gestorben sind. Damit sind mehr Amerikaner durch sich selber gestorben, als es jede Terrororganisation der Welt hätte es je schaffen können. Dementsprechend hat mich ein Jagdunfall aus der Gegend um Augsburg wenig verwundert, bei dem ein Jäger sich nicht etwa selber erschossen hatte, sondern dieser sein Gewehr aus Schreck vor einem urplötzlich auftauchenden Hirsch wegwarf. Nur leider warf er seine Waffe nicht etwa zu Boden, sondern warf sie direkt zu dem Hirsch. Immerhin macht das nun die Jagd um Augsburg herum etwas fairer. Derweil in der Arktis. Nach meiner damals noch kleineren Rolle in dem Oscar-prämierten Film Das Boot, die mir direkt eine weitere Rolle in Jagd auf Roter Oktober einbrachte und mir den Hollywood-Spitznamen Captain Nemo sicherte, bin ich nautisch gesehen mit allen Meereswassern gewaschen. Okay, bei den Dreharbeiten waren wir nie in echtem Wasser, sondern meistens nur in den schönsten Greenscreen-Studios von Wuppertal und Los Angeles. Was ich dort jedoch noch nie gesehen habe, ist einem niederländischen U-Boot in der Arktis passiert. Denn nachdem dieses aufgetaucht war, legte sich ein Walross auf die vordere Fläche des Bugs und döste dort ein. Und nicht nur ein paar Stunden, sondern gleich ein paar Tage. Was meines Erachtens die beste Möglichkeit ist, um U-Boote sinnvoll zu nutzen. Deshalb fordere ich alle russischen U-Boote auf, diesem Beispiel zu folgen und als Schlafplatz für Walrosse, Eisbären und Pinguine ab sofort zu dienen. Vielleicht nur nicht alle gleichzeitig auf einem U-Boot. Unterdessen in Sydney. Auch heute, bald 2 Jahre nach dem Erscheinen der PS5, ist es immer noch schwierig, diese zu bekommen. Auch dank der Havarie der Evergiven letztes Jahr kostet aktuell eine PS5 auf dem Schwarzmarkt entweder 2 Erwachsenen oder 8 Kinderseelen. Ist somit immer noch teurer als eine Microsoft Xbox Series X
für die man sogar die Seele von Christian Lindner zusätzlich beim Kauf bekommt. Dass sich aber die PS5 auch massiv zum Transport von Drogen anbietet, musste nun der Zoll in Sydney feststellen. Denn in einem Container fand der australische Zoll hunderte angeblich original verpackter Playstations, in denen aber keine PS5 waren, sondern mit diesen originalen Verpackungen versuchte eine chinesische Drogenbande mehrere Tonnen Kokain nach Australien zu schmuggeln. Aufgefallen war das Ganze nur, weil es total unrealistisch ist, dass es auf einmal einen kompletten Container mit PS5 geben könnte. Normalerweise kommen die einzeln per Containerschiff nach Australien. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi FIFA-Weltmeisterschaft mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi FIFA-Weltmeisterschaft. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es bei den Spielen der Fußball-WM in den nächsten Tagen, wie es gibt diesen Sommer keine WM, aber die findet doch immer im Sommer statt. Ach, die ist in Katar. Und deswegen müssen alle Ligen der Welt ihre Sommerpause verkürzen, damit dann im Winter die WM in Katar stattfinden kann. Das heißt also, dass der aktuelle deutsche Meister nicht einmal Zeit hat, seinen Kater auszuschlafen, sondern gleich zum Topspiel gegen Bielefeld ran muss. Also eigentlich ein fast normaler August für die Bayern im Juli. Das, meine Lady News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag, dann aber nicht aus Berlin, sondern aus Israel. Weshalb ich jetzt los muss zum BER, um meinen Flug zu bekommen. Ansonsten heißt es, per Anhalter nach Israel zu kommen, dauert ungefähr genauso lang wie das Boarding am BER. Und trotzdem nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.